Hi ihr Lieben! Heute zeige ich euch, wie ihr mit der Nähmaschine manuelle Knopflöcher, also ohne Automatik, näht. Make a Maut Sewing. Nähen mit der Maus. Testet das am besten an einem Probestück, bevor ihr euer eigentliches Kleidungsstück mit den Knopflöchern näht. Testet dabei, ob die Breite passt und nehmt die gleiche Stoffart und Dicke, wie ihr es später nähen wollt. Zunächst müssen wir dazu die Größe des Knopfloches einzeichnen. Diese erhaltet ihr, indem ihr den Durchmesser eures Knopfloches mit der Höhe eures Knopfloches addiert. Das sind hier ca. 1,1 cm Durchmesser und die Höhe des Knopfes ist hier ca. 0,7 cm. Macht zusammen ein 1,8 cm breites Knopfloch. Zeichnet die ermittelte Länge ein. Durch 2 Querstriche wisst ihr, wo ihr aufhören müsst zu nähen. Wenn deine Nähmaschine das Symbol Knopfloch hat, wird dieses jetzt eingestellt. Ansonsten stellst du einen Zickzackstich ein. Für die Länge stellst du dir die kleinstmögliche Länge ein. Bei der Stichbreite benötigen wir die breiteste Stellung. Das ist bei mir 5. Lege jetzt den Stoff unter das Nähfüßchen. Und zwar so, dass die Mitte des Nähfüßchens auf der Mitte der Quermarkierung liegt. Näht nun den ersten Riegel mit ein paar Stichen. Lasst eure Nadel dann auf der rechten Seite im Stoff stecken und hebt das Nähfüßchen. Stellt dann eure Stichbreite auf 2 und senkt das Füßchen wieder. Jetzt nähen wir an der rechten Seite unserer Markierung entlang bis zum nächsten Querstrich. Stecht dann wieder auf der rechten Seite ein. Hebt das Füßchen, richtet euch gegebenenfalls den Stoff wieder richtig und stellt die Stichbreite wieder auf 5. Senkt wieder das Füßchen und näht den nächsten Riegel mit ein paar Stichen. Stecht dann links in den Stoff ein. Hebt das Füßchen und dreht den Stoff einmal um 180 Grad. Senkt das Füßchen und hebt die Nadel an. Dreht mit dem Handrad so lange, bis die Nadel kurz davor ist, in den Stoff einzustechen. Positioniert euch die Nadel dann so, dass sie in die zuvor genähte Naht wieder sticht. Dann wird die Stichbreite wieder auf 2 gestellt. Näht die Strecke zurück bis zum Ende des Knopfloches. Am Ende kannst du nochmal die Nadel in den Stoff stecken, das Füßchen heben und mit Stichbreite 5 nochmal den breiten Riegel verriegeln. Fertig ist das manuell genähte Knopfloch. Gar nicht so schwierig, oder? Ich hoffe, du konntest was dabei lernen und wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like, einen Kommentar und ein Abo freuen. Schau dir auch gerne meine anderen Nähvideos an und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss!